Herr Scherfe, der Vertreter der DSW, fragt explizit nach unseren Zukunftsplänen mit der WICLAB und nach der daraus resultierenden Kapitalmarkt- und Internationalisierungsstrategie. Diesem Wunsch komme ich besonders gerne nach und skizziere hier noch einmal einige wesentliche Aspekte, die Herr Scherfe in seinen 4 diesbezüglichen Fragen anspricht. Wozu fassen wir überhaupt einen Börsengang ins Auge? Als Teil unserer Wachstumsstrategie streben wir mit unseren Schwerpunktbereichen Cloud Computing und Onlinehandel marktführende Positionen an. Auch wenn WICLAB ein rasantes organisches Wachstum vorlegt und weiter vorlegen wird, auf dem Weg zur Marktführerschaft bei ERP-Systemen für den Mittelstand werden Akquisitionen ein unumgängliches Instrument sein. Und Akquisitionen erfordern Finanzmittel. Ein Börsengang in der von uns intendierten Größenordnung mit einem Emissionserlös im dreistelligen Millionenbereich kann, soll und wird dazu beitragen, diesen Wachstumsschub zu erreichen. Die Umsetzung erster Akquisitionen, und damit komme ich zu Ihren Fragen nach Kapitalmarktmaßnahmen, einschließlich des Verkaufs eigener Aktien. Die Umsetzung erster Akquisitionen ist Bestandteil bereits der vorbörslichen Weiterentwicklung der WICLAB. Wir haben angekündigt, konsequent nach Akquisitionstargets zu suchen, haben auch bereits erste intensive Gespräche mit Kandidaten geführt, die jedoch bislang zu keinem Abschluss geführt haben. Akquisitionen erfordern Finanzmittel. Wir haben als mögliche Quellen 3 Instrumente identifiziert, über die wir mit interessierten Investoren diskutieren, die wir als Finanzpartner gewinnen könnten. Dabei handelt es sich zum ersten um die Veräußerung der Aktien im Eigenbestand, worauf Sie ja auch in einer Ihrer Fragen eingehen. Es ist uns gelungen, im Dezember 2019 Investoren für eine erste Tranche im Umfang von 1 Million Aktien zu gewinnen. Zum Zweiten erwägen wir die Durchführung einer Barkapitalerhöhung in der 3U Holding AG. Zum Dritten erwägen wir die Durchführung einer Barkapitalerhöhung in der WICLAB SE. Die Verwendung von Aktien als Kapitalerhöhung als Akquisitionswährung schließen wir auch nicht aus. Aber laufend und als Teil des operativen Geschäfts treiben wir auch die Internationalisierung voran. Und damit beantworte ich Ihre Frage nach der möglichen Gründung neuer internationaler Standorte. Zunächst ist hier die Vertriebssicht zu erwähnen. Die Internationalisierungsstrategie sieht zunächst die Ausweitung des in Deutschland bewährten Online-Marketings auf neue Länder vor. Bedenken Sie dabei, dass das bisherige rasante Wachstum fast ausschließlich auf diesen Vertriebskanal zurückgeht. Hierzu müssen selbstverständlich sämtliche Funktionalitäten des Programms vollständig in den jeweiligen Sprachversionen bereitstehen. Schwerpunkte sind aktuell Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Polnisch und Türkisch. In diesen Sprachen werden schrittweise Internetseiten mit reichhaltigem Content erstellt, um die Sichtbarkeit insbesondere in Google, aber auch in anderen Suchmaschinen zu erhöhen. Dies wird, wie bereits in Deutschland, auch international zu einem raschen Anstieg der Nachfrage führen. Neue Kunden betreuen wir zunächst nur von den deutschen Standorten aus. Ab einer gewissen Umsatzgröße und abhängig von den nationalen Erwartungen der Kunden kommt es dann in Frage, auch die Etablierung von Vertriebsniederlassungen zu planen. Das WICLAB-System als Plattform fördert Community-Aktivitäten, die uns als hochwertige Quelle für Feedback dienen. Wir wissen zum Beispiel, dass Schweizer Kunden es bevorzugen, mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die in der Schweiz ansässig sind. Hierzu gibt es erste Entwicklungen, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Rechenzentrums in der Schweiz, welches voraussichtlich Ende Juli bzw. Anfang August live gehen wird. Für weitere Länder befinden wir uns aktuell noch in den entsprechenden Vorbereitungsphasen. Wir halten selbstverständlich Aktionäre und Öffentlichkeit über jeden neuen Schritt in diese Richtung auf dem Laufenden. Ein wesentlicher weiterer Aspekt ist die Intensivierung unserer Aktivitäten in Forschung und Entwicklung. Ein wichtiges Ziel der WICLAB ist es, entsprechende Kundenanfragen und eigene F&E-Vorhaben künftig rund um die Uhr vorantreiben zu können. Neben dem Entwicklungsstandort Mumbai und den deutschen Standorten soll daher in absehbarer Zeit auch ein Standort in den USA aufgebaut werden. Kontakte zur Stanford University in Kalifornien
sind geknüpft. Allerdings liegen hierzu konkrete Planungen angesichts der Umstände im Zuge der Pandemiebekämpfung zurzeit noch auf Eis. Nichtsdestotrotz, unsere Wachstumsstrategie setzen wir weiter konsequent um. Organisch, anorganisch, international. Hier setzt auch Herr Zettler an, der sich in 2 Fragen nach konkreten, aktuellen M&A-Aktivitäten im Zusammenhang mit WeClap erkundigt. Zunächst, Herr Zettler, lassen Sie mich festhalten, es gibt derzeit keine konkreten Anfragen von anderen Firmen, SAP, Oracle und so weiter, die an einer Übernahme der WeClap interessiert wären. Und wir zeigen ja im Markt deutlich, dass wir eine klare Wachstumsstrategie verfolgen, die ein Übernommenwerden eher ausschließt. Was unsere Suche nach Übernahmekandidaten angeht. Wie ich in meiner Rede bereits ausgeführt habe, wir arbeiten konsequent unsere Liste möglicher Kandidaten für Akquisitionsgespräche ab. Dabei ergeben sich gelegentlich weitere Möglichkeiten, die wir ebenfalls intensiv prüfen und zu denen wir ins Gespräch kommen. Sie kennen unsere evolutionäre Kategorisierung der entsprechenden Systeme einerseits als ERP 2.0, sogenannte On-Premises-Lösungen, die auf dem Server des Kunden implementiert, konfiguriert und individuell gewartet werden müssen. Und andererseits ERP 3.0 als echte cloudbasierte Plattformen wie die unsere. Für Akquisitionen im ERP 2.0 Umfeld gilt, es gibt derzeit in Deutschland rund 600 Anbieter solcher Systeme. Einige große und überwiegend eher kleine. Wir wählen sorgfältig nach festgelegten Kriterien aus, wer überhaupt in Frage kommt. Hohe Übereinstimmung der Funktionalitäten ist dabei eine wesentliche Bedingung. Die ERP 2.0 Systeme sind überwiegend seit Jahrzehnten im Einsatz. Die Erfinder, Gründer, Geschäftsführer nahe am oder im Rentenalter. Mit denen gestalten sich die Gespräche anders als mit denen der ERP 3.0 Systeme. Keines der Gespräche ist einfach. Vielfach werden Mondpreise aufgerufen, die wir nicht zu zahlen bereit sind. Derzeit gilt die Aufmerksamkeit der ganzen Branche der Bewältigung der Krisenauswirkungen. Daher liegen die vorerst interessantesten Gespräche einstweilen auf Eis. Gehen Sie jedoch davon aus, dass wir hochmotiviert sind, hier schnellstmöglich voranzukommen. Gehen Sie aber auch davon aus, dass wir keine unüberlegten Aktionen vom Zaun brechen. Wir suchen und wollen den Erfolg dieser Strategie. Herr Zettler greift einen weiteren Aspekt an der Schnittstelle zwischen bilanzieller Bewertung und Strategie auf. Es geht ihm um die Bewertung der WeClap und deren mögliche Auswirkungen auf den Unternehmenswert der 3U Holding AG. Konkret möchte er wissen, welche Unternehmensbewertung der WeClap der Vorstand derzeit für realistisch hält und welcher Wert für die WeClap in der 3U-Bilanz erfasst ist. Tatsächlich wurde im Zuge der Verschmelzung der damaligen WeClap GmbH auf eine SE vom Gericht ein Wertgutachten in Auftrag gegeben. Der unabhängige Gutachter stellt für WeClap einen Unternehmenswert in Höhe von rund 70 Millionen Euro fest. Der Wert des 75-prozentigen Anteils der 3U Holding AG beläuft sich aufgrund dieses Gutachtens daher auf rund 52,5 Millionen Euro. Wir haben stets betont und auch heute in der Vorstandsrede unterstrichen, dass wir angesichts der Wachstums- und Ertragschancen der WeClap SE im Falle eines Börsengangs eine Marktbewertung im dreistelligen Millionenbereich erwarten. Bilanziell stellt sich die Bewertung der WeClap wie folgt dar. Da die Gesellschaft im Konzern vollkonsolidiert ist, wird in der Konzernbilanz kein Beteiligungsbuchwert für die WeClap SE ausgewiesen. In der 3U Holding AG wird die WeClap SE als Beteiligung mit ihrem Anschaffungswert bewertet. Dieser betrug nach Gründung der damaligen WeClap GmbH rund 203.000 Euro
und erhöhte sich durch eine in 2015 durchgeführte Kapitalerhöhung um 450.000 Euro. Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 und also nach der Verschmelzung der VCLAB GmbH auf die VCLAB SE beträgt der Anschaffungswert in der Bilanz der 3U Holding AG 754.000 Euro. Damit kommen wir nun zu unserem Segment Erneuerbare Energien. Der Vertreter der DSW fragt, inwieweit durch das 2017 eingeführte Ausschreibungsmodell eine sachgerechte Planung von Großprojekten im Segment Erneuerbare Energien erschwert wird. Hat sich diese gesetzliche Änderung negativ auf das Geschäft ausgewirkt? Was tun wir dafür, um den Aufwand und die Kosten möglichst gering zu halten? Bis zur Einführung des Ausschreibungsmodells konnte man spätestens nach Erhalt der BImSch-Genehmigung bereits mit der Umsetzung des Projektes beginnen, insbesondere mit der Finanzierung und der Beschaffung der Windkraftanlagen. Denn der künftige Einspeiseerlös des Windparks konnte dank fester EEG-Förderdauer und Förderhöhe anhand der Windgutachten kalkuliert werden. Mit Inkrafttreten des Gesetzes EEG 2017 am 1. Januar 2017 wurde das geändert. Durch das Ausschreibungsverfahren wurde der Anspruch auf eine feste EEG-Förderung abgelöst. Jetzt wird von der Bundesnetzagentur ein Gebotsverfahren durchgeführt. Den Zuschlag erhält, wer die geringste Förderung in Anspruch nimmt. Das Gebot selbst bestimmt dadurch die künftige Vergütung für den erzeugten Strom. Da der Ausgang des Verfahrens aber offen ist, ist eine genaue Kalkulation im Vorhinein erheblich erschwert. Welchen Ansatz haben wir gewählt, um mit dieser Situation umzugehen? Bei der Projektentwicklung achten wir gleich ab Beginn auf Kosteneffizienz. Wir kooperieren zum Beispiel mit anderen Vorhabenträgern bei der Einholung von Gutachten oder indem wir die Zusammenlegung von Zuwägungen von Kabeltrassen gemeinsam angehen. Ohnehin wählen wir die konkret zu bebauende Windkraftanlage hinsichtlich größtmöglicher Energieertrag bei geringen Service- und Wartungskosten aus. Hierdurch wollen wir die Voraussetzungen für einen marktgerechten Gebotspreis mit guten Zuschlagschancen schaffen, der alle Kosten deckt und unsere Gewinnerwartungen erfüllt. Des Weiteren interessiert sich die DSW konkret für die regulatorischen Rahmenbedingungen in Brandenburg, wo ja aktuell von uns zu entwickelnde Projekte aufgrund des dortigen Windkraftmoratoriums zurückgestellt wurden. Herr Schärfe fragt, in welche Richtung wird sich der Markt und dessen Regulierung in den nächsten 5 Jahren entwickeln? Wir hatten berichtet, Herr Schärfe, dass wir aufgrund des Windkraftmoratoriums unsere Projektentwicklungsvorhaben einstweilen haben zurückfahren müssen. Wie wird nun in der Öffentlichkeit und auf politischer Ebene grundsätzlich über die Zukunft der erneuerbaren Energien diskutiert? Einerseits gilt der Ausbau erneuerbarer Energien als unabdingbar für die Erreichung der Klimaziele. Windkraft ist seit 2019 erstmals wichtigster Energieträger in Deutschland und hat damit die Braunkohle an der Spitze abgelöst. Diesen Status wird die Windenergie in den nächsten Jahren unstreitig weiter ausbauen. Das Land Brandenburg hatte in seiner Energiestrategie 2030 bis zu 2% der Landesfläche für Windenergienutzung vorgesehen. Von ihrem Ausbauziel für die Windenergie von 10.500 Megawatt ist bisher erst rund die Hälfte erreicht. Das liegt zum Teil daran, dass es Widerstand von Anwohnern gegen die Errichtung einer Windkraftanlage gibt. Dem versuchen die Behörden,
nicht nur in Brandenburg, durch ein hohes Maß an Rechtssicherheit der Verfahren Rechnung zu tragen. Am Montag, also vorgestern, hat die Bundesregierung sich auf Rahmenbedingungen verständigt, die wiederum den Ländern Gestaltungsmöglichkeiten einräumt, zum Beispiel hinsichtlich ihrer Regelung des Abstands zwischen Windkraftanlagen und Wohnbebauung. Es ist zu früh, hierfür bereits eine verlässliche Einschätzung unsererseits geben zu können. Der Widerspruch zwischen übergreifenden Klimazielen und lokalen Unmut wird auf absehbare Zeit zu den Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Windkraftprojekte gehören. Wir begleiten und unterstützen Initiativen pro Wind, beobachten die Lage insbesondere rund um die von uns angearbeiteten Projekte genau und werden zu gegebener Zeit über die Fortführung im Einzelfall entscheiden. Auch Herr Zettler erkundigt sich nach Vorhaben im Segment erneuerbare Energien. Er möchte wissen, ob es aktuell Gespräche über den Verkauf eines Windparks oder des Solarparks Adelebsen gibt. Konkrete Gespräche über einen Verkauf eines Windparks oder des Solarparks Adelebsen werden derzeit nicht geführt. Wie berichtet, sind in der Planung 2020 auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen eingeflossen. Dazu könnte auch die Veräußerung eines Windparks gehören. Wie Michael Schmidt in seiner Rede bereits erwähnt hat, wir wissen, dass es im Fall eines Falles an Käufern nicht mangeln wird und wir halten Sie über erfolgreiche Aktivitäten stets aktuell auf dem Laufenden. Zum Geschäftsbereich Telekommunikation. Die DSW erkundigt sich nach dem Risiko eines Nachfragerückgangs, unter anderem aufgrund sich wandelnder regulatorischer Rahmenbedingungen im Bereich Voice Retail. Von welchen regulatorischen Änderungen sprechen Sie, fragt Herr Scherfe. Wie geht die unternehmensinterne Umstellung auf diese neuen Gegebenheiten voran? Im Bereich Voice Retail, Herr Scherfe, bieten mehrere Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen als Verbindungsnetzbetreiber an. Dabei wählt der Kunde den Anbieter durch Voranstellen der sogenannten Netzbetreiberkennzahl aus, landläufig bekannt als Call-by-Call-Nummern. Sie werden überwiegend von Personen genutzt, die zu besonders günstigen Tarifen zum Beispiel ins Ausland telefonieren wollen. Seit vergangenem Jahr ist die Telekom Deutschland GmbH nicht mehr regulatorisch verpflichtet, ihren Kunden die Auswahl fremder Verbindungsnetzbetreiber zu ermöglichen. Deshalb besteht ein erhebliches Risiko, dass dieses Geschäftsmodell nicht unbegrenzt fortgeführt werden kann. Die Auswirkung dieses Risikos wird jedoch durch mehrere Faktoren reduziert. Zum einen hat sich die Telekom Deutschland GmbH durch eine Vereinbarung mit unseren Tochtergesellschaften und anderen aktiven Verbindungsnetzbetreibern verpflichtet, die Betreiberauswahl bis mindestens zum 31. Dezember 2022 weiter anzubieten. Zum anderen, und Michael Schmidt hat in seiner Rede bereits darauf hingewiesen, orientiert sich 3U im Telekommunikationsbereich zunehmend auf profitable Produkte im Geschäftskundensegment, also insbesondere für Wholesale-Partner, Reseller und andere Netzbetreiber, nutzt Möglichkeiten der Netzoptimierung sowie ergänzt den Geschäftsbereich um kundenorientierte neue Dienstleistungen. Und schließlich liegt mir zu diesem Themenbereich eine Frage von Herrn Zettler vor. Es gibt, schreibt er, bei der 3U Holding AG keine bekannten institutionellen Investoren. Man sagt, das liege auch am fehlenden Vertrauen, da die Vorstände und Aufsichtsräte außerhalb von Herrn Schmidt und Herrn Beck-Baslen keine eigenen Aktien in nennenswertem Maß halten. Wie wollen Sie diesem Vorwurf entgegentreten? Nun, Herr Zettler, Sie kennen den Kursverlauf der Aktie seit Anfang 2019. Der Anstieg und die erreichten Handelsvolumina wären ohne Zutun auch institutioneller Investoren, auch namhafter institutioneller Investoren nicht möglich gewesen. Dass keine dieser Adressen die Meldeschwelle von 3% überschritten hat,
bedeutet nicht, dass es kein Engagement gibt. Im vergangenen Jahr wurden Gespräche mit rund 50 deutschen und einem Dutzend internationalen institutionellen Investoren geführt. Das Engagement des Vorstandssprechers mit einem Viertel der Aktien wurde in diesen Gesprächen gelegentlich gelobt. In keinem Fall aber wurde der Aktienbestand der beiden weiteren Vorstände oder seitens des Aufsichtsrats thematisiert. Dieser Aspekt wurde und wird bislang ausschließlich von Privataktionären und Tradern vorgetragen. Die Vermutung scheint nicht von der Hand zu weisen zu sein, dass diese Trader sich von der Nachfrage durch Käufe der Vorstände ein günstiges Klima zum Verkauf eigener Bestände erhoffen. Demgegenüber ist es eine rein private Entscheidung jedes einzelnen Organmitglieds, Bestände in 3U-Aktien zu halten. Dem Unternehmen obliegt es nicht, hierzu Empfehlungen auszusprechen.